Hallo, my lovely. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken heute wieder auf das Thema Liebe. Ich habe die Karten der Liebe in der Hand und zwar habe ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Die muss ich mal schnell ablesen. Also, Thema natürlich, wie steht dein Gegenüber, dein Schatz, dein Herzmensch zu eurer Beziehung, zu eurer gemeinsamen Verbindung und das dann aufgeteilt quasi über auf die Gedankenebene, die Herzebene. Und dann möchte ich nicht auf die nächsten Schritte eingehen, sondern eher auf gewisse Blockaden oder Ängste eventuell, die diesen Menschen davon fernhalten oder weghalten, den nächsten Schritt zu gehen. Weil wenn hier ein nächster Schritt geplant ist, dann passiert das jetzt so oder so, ne? Dann brauchen wir da jetzt nicht schon mal vorausstalken. Also, die Gedanken, was denkt dein Gegenüber aktuell über eure Beziehung, über eure Verbindung? Was haben wir hier? Die 63, den Rückzug. Ja. Gucken wir mal weiter, was hier noch kommt. Oh, okay, die 8, die Wahrheit, die 78, die Bedürftigkeit. Ich glaube, das reicht erstmal. Okay, Hammer. Ein Rückzug, Zurückgezogenheit. Man muss beim Rückzug immer so ein bisschen unterscheiden zwischen ich habe Angst oder ich will nichts mit dir zu tun haben und aber Rückzug im Sinne von, ich gehe etwas auf Distanz, um eine Antwort zu finden. Und wir haben hier nicht umsonst die Wahrheit mit drin, okay? Also dieser jemand beschäftigt sich sehr mit dieser Verbindung und möchte hierbei auch abspalten. Ich meine, Thema Bedürftigkeit, Thema Abhängigkeit, Co-Abhängigkeit, das scheint hier in irgendeiner Form ein Thema zu sein, entweder von seiner Seite aus oder von deiner Seite aus, je nachdem, und möchte hier offensichtlich Klarheit verschaffen. Erstmal für sich selbst und dann mal gucken, vielleicht gibt es auch Gespräche darüber mit dir, beziehungsweise vielleicht gab es auch schon Gespräche darüber. Auf jeden Fall es kann sein, dass dein Gegenüber aktuell ein bisschen abwesend ist im Kopf. Vielleicht nicht immer so ganz präsent, vielleicht ein bisschen in Gedanken versunken zwischendurch, weil dieser Mensch macht sich Gedanken. Dieser Mensch sucht die Wahrheit und sucht Lösungen für gewisse Themen. Und es geht jetzt nicht nur rein um das Thema Abhängigkeit, Bedürftigkeit, was bei euch eventuell eine Rolle spielt. Da ist noch mehr. Also ich habe das Gefühl, er macht sich hier um die gesamte Verbindung, um die gesamte Beziehung Gedanken. Das ist ein einziges Wirrwarr, ein ganzer Topf voll mit Gedanken, die umherschweben, und ich sehe ihn von meinem inneren Auge, wie er davor sitzt, ganz ruhig und still und alles beobachtet. Das ist ein sehr bewusster Rückzug im Kopf. Das muss auch gar nichts mit der Realität zu tun haben. Ja? Es kann halt einfach sein, dass dieser Mensch sehr in seinen Gedanken versunken ist, beziehungsweise mental etwas sich rausnimmt oder zurückgezogen ist. Ja, ich habe das hier nicht als tatsächlichen, realen Rückzug, so ich möchte mit dir gerade nichts zu tun haben, also eine räumliche Distanz auch, sondern eher diese Distanz in den Gedanken. Okay, gucken wir mal weiter, welche Verbindung das bringt mit der emotionalen Ebene. Was fühlt dein Gegenüber tief im Inneren in Bezug auf eure Verbindung? 34, die Intimität. Schön, schön. Oh, da sind jetzt aber, egal, 4 nehmen wir. Dann haben wir die 77, benutzen, die 72, die Manipulation, die 66, der mangelnde Selbstwert.
Ja, bam. Also, gefühlstechnisch haben wir hier eine sehr, sehr, sehr intensive Verbindung. Da brutzelt es wirklich auf der Herzebene, also brutzeln im positiven Sinne, ja. Aber wir haben hier auch eine gewisse Form von Toxizität, die durch gewisse Erfahrungen in der Vergangenheit kreiert wurde. Ja, ich meine, der mangelnde Selbstwert hat immer einen großen Einfluss auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Immer. Und es ist brutal. Und daraus kann sich entweder eine Form von Zurückgezogenheit kreieren, ja, dadurch kann das entstehen, oder eine Form von Toxizität. Und wir haben hier so ein bisschen toxische Verhaltensweisen mit drin. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, alles was toxisch ist, ist scheiße. Ja, kann man sagen, aber irgendwo bringt es auch eine gewisse Form von Lebendigkeit und Heilungspotenzial und ganz, ganz viele Chancen für eine gemeinsame Weiterentwicklung. Okay, also ich möchte hier eine gewisse Form von toxischen Verhaltensweisen, möchte ich nicht unbedingt verteufeln. Gut, vielleicht ist es nur meine Meinung, ich bin Skorpion, ich bin selber toxisch. Und es ist auch in Ordnung für mich, deswegen habe ich da vielleicht einen anderen Blickwinkel auf diese Energie. Ein bisschen Toxizität ist nicht verkehrt. Ja? Kommt drauf an. Man darf halt niemanden bewusst damit schaden. Ja, okay, nee, das wäre jetzt ein anderes Thema. Egal, machen wir hier weiter. Ja, also Thema Bedürftigkeit, Abhängigkeit, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist irgendwo ein Thema in eurer Beziehung, in eurer Verbindung. Und was so ein bisschen sich hier rauskristallisiert ist, diese Verbindung ist extrem intensiv. Da ist ganz, ganz viel Intimität, eigentlich. Aber durch dieses gewisse Maß an Toxizität sind hier auch Berührungsängste. Das heißt, dieser Mensch fühlt ganz tief, hat aber Angst, das voll und ganz zu zeigen oder auszuleben, weil hier nämlich auch Ängste sind, dass du dir benutzt und manipuliert vorkommst, weil ich meine, diese Verhaltensweisen sind irgendwo da. Keine Ahnung, was dieser Mensch in der Vergangenheit erlebt hat, erfahren hat, ja, aber das wurde auch irgendwo auf diesem Weg mit, wie soll ich sagen, ist halt Teil seiner Person geworden, Teil seines Charakters. Vielleicht ist es auch ein grundsätzliches Ding. Ich weiß nicht, ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wir haben halt hier gewisse Blockaden auf der Gefühlsebene, auf der Herzebene. Er würde sich so gerne mehr und intensiver öffnen dir gegenüber, wenn da diese gewissen Verhaltensweisen nicht wäre, diese gewissen Ängste und Blockaden. Wir gucken gleich spezieller noch drauf. Und dieser mangelnde Selbstwert einfach. Ich habe das Gefühl, er liegt dir zu Füßen und kann es aber nicht wirklich zeigen. Das spiegelt sich hier jetzt auch wieder mit der Gedankenebene, so diese Suche nach einer Lösung, die Suche nach der Wahrheit. Was ist der richtige Weg? Wie kann ich richtig auf dich zugehen? Wie kann ich mich dir richtig öffnen, voll und ganz öffnen, ohne dass es vielleicht falsch verstanden wird oder ohne dass ich dich vielleicht verletze? Lass mich mal hier nochmal gucken, weil auf der Gefühlsebene, ich habe das Gefühl, dass hier noch mehr drin ist. Also natürlich ist da noch viel mehr drin, die Frage ist aber, ob es relevant ist. Okay. Gewisse toxische Verhaltensweisen fühlt er auch von dir ausgehend. Vielleicht ist es so ein gegensätzliches Thema.
mit der Bedürftigkeit, mit einer Form von Abhängigkeit. Es kann auch sein, dass hier diese Bedürftigkeit von dir ausgeht und er weiß nicht, wie er damit umgehen kann, wie er diese Vertrauensbasis schaffen kann, beziehungsweise hat eventuell auch Ängste, sich komplett zu öffnen und dann in einem Gefängnis zu landen. Ja, weil ich meine, wenn man mit der Bedürftigkeit ist es so ein ganz, ganz schmaler Grat zwischen Stabilität und dem freien Fall. Was kann ich dir jetzt geben, dass du eine Vertrauensbasis hast, ohne dass du dich aber zu sehr an mich klammerst? Eine gewisse Distanz und gewisse Freiheiten müssen auch innerhalb einer Verbindung, innerhalb einer Beziehung bestehen bleiben. Wo Bedürftigkeit herrscht, da ist auch immer dieses Klammern und dann ist auch immer dieses Einengen. Und vielleicht hält dieser Mensch aktuell auch diese Gefühle so ein bisschen zurück oder bleibt ein bisschen auf Distanz, um dir nicht den Raum zu geben, deine Bedürftigkeit zu füttern. Okay, wir haben hier so ein bisschen verschiedene Szenarien drin. Spür dich da bitte rein, an welcher Stelle, in welcher Position du hier innerhalb dieser Verbindung stehst. Springen wir mal direkt in die Blockaden rein. Die Blockaden in Bezug auf den nächsten Schritt, in Bezug auf die nächsten Schritte. Was zeigt sich hier? Es ist super interessant, aber hier ist jemand, der arbeitet mit seinen Themen, also gerade diesbezüglich, was hier zwischen euch beiden ist. Dieser Mensch, jetzt habe ich gerade hier was gesehen, jetzt hat es mich total rausgebracht. Dieser Mensch beobachtet bewusst eure Verbindung, durchlebt sie bewusst. Das ist eine sehr, sehr schöne Energie. Okay, holen wir die hier mal vor. Also, Ängste, Blockaden, wir haben hier die 40, die Gnade und das stimmt mich auch gleich wieder traurig. So viel zum Thema mangelnder Selbstwert, ja, falsche Entscheidungen, die 55, meine Güte. Die 16, der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, ich muss gleich ein bisschen weinen. Es tut mir jetzt fast schon ein bisschen leid. Okay, pass auf, die Sache ist die, da sind tatsächlich einige Ängste und Blockaden mit drin und der mangelnde Selbstwert hat hier doch einen größeren Stellenwert, als ich dachte, als ich vermutet hatte, weil wir haben hier auch eine Energie im Sinne von, was, wenn ich dich gar nicht verdient habe? Und es tut mir im Herzen weh, ehrlich gesagt. Ja, dieses, was, wenn ich dich nicht verdient habe, wenn ich dich und deine Liebe nicht verdiene, wenn du viel zu gut für mich bist oder ich viel zu schlecht für dich bin. Und das gibt es so oft. In so vielen Verbindungen kann man diese Energie, dieses Gefühl erkennen. Angst vor falschen Entscheidungen, Unsicherheit in der Handlungsweise, irgendwo auch dieses Warten. Wenn man in seinem Leben jetzt in Bezug auf irgendwas, spielt es gar keine Rolle, immer in einer gewissen Form von Warteposition ist, kommt man einfach nicht weiter. Man kann weder Veränderungen herbeiführen, noch am Leben aktiv teilhaben. Ja, wir warten auf den Sommer, wir warten auf den Winter, wir warten auf mehr Geld, wir warten auf den richtigen Partner, wir warten bis das Outfit da ist, um Spaß zu haben, um wegzugehen oder was auch immer, ja, du verstehst sicherlich hier den Hintergrund, was ich meine, die Hauptenergie. Dieser Mensch hält sich selber zurück. Thema mangelnder Selbstwert, ja, also
Vielleicht bist du zu gut für mich, ich zu schlecht für dich, vielleicht habe ich dich gar nicht verdient und dann vielleicht muss ich noch auf den richtigen Zeitpunkt warten. Vielleicht kann ich mich dann öffnen oder wenn dieses oder jenes passiert, dann kommen wir hier und da weiter oder was auch immer hier ist. Und diese große Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Ja, richtig, falsch, hin und her. Es gibt halt einfach Entscheidungen, die dienen der Erfahrung. Natürlich kann man im Nachhinein sagen, oh, das war eine falsche Entscheidung, aber hätte man diese nicht getroffen, dann hätte man diese oder jene Erkenntnis oder Offenbarung auch nicht erhalten. Okay, deswegen ist es immer so ein bisschen, da möchte ich jetzt auch gar nichts drauflegen oder mit reinlegen oder irgendwohin manipulieren. Dieser Mensch hat halt einfach unheimlich viele Ängste. Aber das Schöne an dieser Sache ist, er ist dabei, das aufzuarbeiten. Gewisse Ängste, Blockaden, gerade bezüglich des mangelnden Selbstwertes, die sind meistens nicht direkt von heute auf morgen ausgelöscht, ja, aus dem Leben gewischt. Das ist klar. Aber man kann, wenn man hier mal schafft, in diese Öffnung zu gehen, kann man dann weiter dran arbeiten. Und man sieht hier einfach, es ist offensichtlich, dass dieser Mensch sich bemüht, bewusst da zu sein, bewusst diese Verbindung zu erleben. Kann natürlich auch sein, dass er so ein bisschen Overthinker ist, ja, und sich da hier und da zu viele Gedanken macht, wo du dir dann denkst, so, hallo, ich bin hier, lass uns leben, lass uns Spaß haben, lass uns einfach zusammen sein. Und dieser Mensch ist dann aber in diesem Rückzug und denkt sich, nein, entweder ganz oder gar nicht. Und dann gehst du dann quasi mit einem leeren Gefühl wieder nach Hause, ja, oder wie auch immer. Dennoch schön zu sehen, dass es doch noch Gegenüberlines gibt, die sich da tatsächlich Gedanken machen. Und die Verbindung zwischen euch beiden ist echt brutal intensiv. Wahrscheinlich sogar bei den ein oder anderen wortwörtlich brutal intensiv. Ja. Ich gehe mal davon aus, ich hänge gerade hier noch an diesem, möglicherweise bin ich zu schlecht für dich oder du zu gut für mich. Du wirst wahrscheinlich bei ihm sein und ihm viel Liebe schenken, ja, ihm zeigen, dass er es wert ist, ihm zeigen, dass du ihn brauchst. Aber auch hier darf man ein richtiges Maß finden, weil wir haben ja auch quasi dieses Bedürftigkeitsthema, dieses Abhängigkeitsthema. Wenn du hier zu viel reingibst, dann bringt es diesen Menschen auf Distanz. Ist es einfach das richtige Maß zu finden? Nein, man muss beobachten. Man muss wirklich richtig gut beobachten und sich reinspüren können, um zu gucken, wie viel Liebe, Zuneigung und Fürsorge kann ich dir geben, damit du erkennst, dass du gut genug für uns bist, für mich bist, dass du es wert bist. Und was ist zu viel? Was grenzt schon ans Klammern? Und bringt das Gegenüber wieder auf Distanz oder in den Rückzug in irgendeiner Form. Ja, da ist Arbeit von beiden Seiten gefragt, bewusstes Beobachten und bewusstes Miterleben, Mitspüren. Ja, ich möchte dazu noch eine Liebesbotschaft ziehen, die habe ich jetzt natürlich nicht da, aber ich hole sie. Ich hab sie. Die hatten wir schon lange nicht mehr in der Legung, gell? Zeit wird's. Okay. Let's go. Eine Liebesbotschaft von diesem Menschen.
Genau, ansonsten das, was du tun kannst, ist einfach in dieser Offenheit bleiben. Nicht direkt persönlich nehmen, wenn sich dieser Mensch vielleicht ein bisschen distanziert verhält oder ein bisschen abwesend ist oder ein bisschen im Rückzug ist. Ja, aber wir sprechen hier von jemandem, mit dem du in einer gewissen Form in einem intensiven Kontakt bist, okay, und der nur ab und zu mal abwesend ist. Ich spreche hier nicht von einem Gegenüber, der sich null für dich interessiert. Der ist hier nämlich nicht mit drin. Dieser Mensch interessiert sich nämlich für dich. Genau, und das, was du machen kannst, ist eben in dieser Offenheit bleiben, in dieser Öffnung bleiben und gewisse Dinge nicht immer gleich persönlich zu nehmen oder selber dann in diese Distanz zu gehen, aber in diese harte Distanz. So, wir haben schon wieder schöne Energien hier. Also, die erste Karte, die rausgeplumpst ist, das ist der Neuanfang. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Oh ja, wir haben hier vorhin von einer gewissen Form von Toxizität gesprochen. Leidenschaft ist auch eine Form davon. Deswegen sage ich ja, alles hat seine guten und seine schlechten Seiten, okay? Leb einfach, leb einfach. Ich habe gerade, irgendwas ist mir noch in den Kopf gerade geschwirrt. Okay, vielleicht war es nicht wichtig. Gut. Die zweite Energie, und das ist immer eine sehr, sehr schöne Energie für den Wandel, wenn beide Parteien miteinander arbeiten, ja, nicht gegeneinander, sondern gemeinsam für den gemeinsamen Weg. Und zwar ist es das Wunder oder die Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Upsi. Ich wollte jetzt nicht die Karte so wegschmeißen. Ja. Das Wunder der Veränderung. Es wird sich so oder so etwas verändern, klar, weil dieser Mensch achtet ja bewusst auf euch beide, auf seine Gedanken und Gefühle, auch auf deine, das, was du ausstrahlst, auf deine Verhaltensweisen und deine Ausstrahlung. Und dieser Mensch arbeitet damit, bewusst, wohlgemerkt. Und da wird sich was verändern. So, und unter dem Deck haben wir: Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Diese neue Liebe ist eine neue Form von Intimität, Beziehung, Verbindung zwischen euch beiden. Ja, das hat jetzt nichts mit einer neuen Person zu tun. Dazu gehört aber auch so ein bisschen Arbeit von deiner Seite, indem du reflektierst, weil gerade wenn du jetzt wenn du ein Thema hast mit Bedürftigkeit, mit Co-Abhängigkeit, dass du daran bitte natürlich auch arbeitest, weil das hat in einer Beziehung, in einer Verbindung nur zu einem gewissen Maß was verloren. Ja? Es heißt, die Menge macht das Gift. Bedürftigkeit und Co-Abhängigkeit ist vollkommen in Ordnung in einer guten, ausgeglichenen Beziehung, in einer guten und ausgeglichenen Verbindung, aber alles, was zu viel ist, wirkt zerstörerisch. Deswegen verarbeite bitte auch deine alten Erfahrungen, deine bisherigen Erfahrungen in Bezug auf Liebe, Partnerschaft, Beziehung, um dich hierauf neu einzulassen. Wunderbar. Dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Alles Liebe. Ciao, ciao.